Hi ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Live Much More. Es freut mich total, dass ihr wieder zuschaut. Wir haben die letzten knapp 3 Monate hier in Thailand verbracht. Davon waren wir 4 Wochen auf der Insel Koh Samui und haben hier den Vorteil unseres Jobs genützt und haben quasi Arbeit und Urlaub verbunden, also quasi eine Vacation gemacht. Und wir wollten euch unbedingt noch unsere Top 10 Highlights von Koh Samui zeigen und das gibt's jetzt in diesem Video für euch. Bevor wir mit unseren Top 10 beginnen, möchte ich euch noch kurz ein paar Fakten zu Koh Samui erzählen. Also Koh Samui wird auch die Kokosinsel genannt, liegt daran, dass hier so viele Kokosnusspalmenplantagen heimisch sind. Mit 233 Quadratkilometern ist Koh Samui nach Phuket und Koh Chang die drittgrößte Insel in Thailand, ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln und ist vor allem bekannt für die wunderschönen Strände rund um die Insel. Neben dem Tourismus ist auch der Fischfang und die Bewirtschaftungen dieser Palmenplantagen die größte Einnahmequelle hier auf Koh Samui und die Insel ist per Flugzeug oder eben per Fähre erreichbar. Beginnen wir mit Nummer 10 unseres Highlights und zwar die Tempel auf Koh Samui. Insgesamt 30 Tempelanlagen, wahrscheinlich gibt es überhaupt noch mehr. 30 habe ich mal raussuchen können. Und unsere Top 3 waren hier der Big Buddha und zwar ist der in der Region um Phu Put im Bad Phra Yai. Das ist der bekannteste Tempel auf Koh Samui und zwar vor allem bekannt ist der für die große goldene Buddha-Statue. Nummer 2 der Tempelanlagen, die wir euch sehr empfehlen können, ist der Plai Nem Tempel und zwar ist der ganz in der Nähe vom Big Buddha. Das ist ein moderner buddhistisch-chinesischer Tempel, also der besteht aus 3 Hauptelementen und hier ist die Hauptattraktion dieser 18-armige Huan Ying. Ist auch umgeben von einem kleinen Tempelsee, ist zwar glaube ich nicht so bekannt wie der Big Buddha, aber auf alle Fälle sehr, sehr lohnenswert anzusehen. Nummer 3 der Tempel, die wir euch sehr empfehlen können, das ist der Wat Ratchadamam. Der befindet sich an der Südküste von Koh Samui, wird auch der Rote Tempel genannt, aufgrund seiner terrakottafarbenen Fassade. Dieser Tempel ist noch ein Geheimtipp, also da sind noch nicht so viele Leute unterwegs und die Lage direkt am Meer, man kann über die Stiege direkt zum Meer hinuntergehen, ist wirklich sehr, sehr schön. Alle Infos zu den verschiedenen Orten packen wir euch wie immer natürlich auch in die Infobox, da könnt ihr euch dann euren eigenen persönlichen Travel Guide auch ein bisschen zusammenstellen. Machen wir weiter mit Nummer 9 und zwar besucht einen Night Market. Hier können wir euch auch wieder 3 sehr ans Herz legen und zwar einmal den Night Market in Chao Weng, der ist genau gegenüber vom Central Samui, dem einzigen Shopping Center auf Koh Samui. Dieser ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Ein bisschen weiter dann auf die Südküste ist der Night Market in Lamai. Dieser ist täglich von 15 bis 22 Uhr geöffnet und Lamai ist auch ein super schönes Örtchen, das man sich mal ansehen sollte. Man kann hier durch die Walking Street gehen, es gibt sehr viele verschiedene Restaurants, man kann an den Strand gehen, man kann aber auch die versteckten Gassen erkunden, das macht richtig, richtig Spaß. Machen wir weiter mit Nummer 3 unserer Night Market Empfehlung und zwar der Night Market im Fisherman's Village. Das Fisherman's Village hat per se jeden Tag geöffnet, zumindest die ganzen Restaurants, Souvenirshops, Kleidungsgeschäfte und so weiter, die es dort gibt. Der Night Market hat dienstags, mittwochs und freitags geöffnet ab 18 Uhr. Das Essen ist wie auch immer super genial dort und ist einfach die Stimmung mit den ganzen anderen Restaurants, die noch im Hintergrund sind und auch einen Besuch vielleicht am Beach Club sehr, sehr zu empfehlen. Stichwort Beach Club, da kommen wir gleich zu unserem nächsten Punkt und zwar Nummer 8, das wir euch sehr empfehlen können auf Koh Samui, besucht einen Beach Club. Hier können wir euch auch wieder 3 empfehlen. Nummer 1 ist der Beach Club in der Crystal Bay und quasi am Silver Beach. Nummer 2 unserer Beach Club Empfehlung geht an das Koh Koh Tams im Fisherman's Village. Hier müsst ihr einmal durchs komplette Fisherman's Village durchlaufen. Am Ende findet ihr dann einen super schönen Beach Club und auch ein Restaurant ist dort dabei. Also entweder man geht gehoben essen oder man chillt sich wirklich auf diese Sitzsäcke am Strand. Nummer 3 ist dann der Chi Samui. Das ist etwas hochpreisiger, aber auch super schön mit einem Pool, leckeren Snacks und einer wunderschönen Aussicht. Machen wir weiter mit Nummer 6 unserer Highlights auf Koh Samui und zwar den zahlreichen Viewpoints. Hier können wir euch auch wieder 3 empfehlen. Allem voran der Roof Samui. Das ist ein wirklich traumhaft schöner Ort. Man hat total einen schönen Blick über die Ostseite der Insel. Man sieht auf Chao Weng runter. Allerdings, wenn man diesen Viewpoint besuchen möchte, achtet darauf, dass ihr euch vorher einen Tisch reserviert. Hier ist nämlich quasi so gut wie immer ausgebucht und es wäre schade, wenn ihr den steilen Weg nach oben nehmt und dann wirklich keinen Tisch bekommt. Noch ein Tipp am Rande zu diesem Viewpoint. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt mit dem Shuttle rauf, denn die Straßen sind ultra steil nach oben. Rauf geht's mit dem Roller, aber runter werdet ihr ganz bestimmt ein Problem bekommen, wenn ihr nicht gerade einen super niegelnagelneuen Roller habt. Also schaut hier, dass ihr eventuell mit dem Shuttle hochfahren könnt. Nummer 2 der Viewpoints, den haben wir leider erst ganz am Ende unseres Aufenthalts auf Koh Samui entdeckt und zwar ist das der Viewpoint Cocoon. Hier hat man auch genau auf die andere Seite von Chao Weng wieder einen super schönen Ausblick. Da ist auch am Abend total schön. Hier kann man total lecker essen und auch einen kühlen Drink genießen.
Allerdings ist es hier auch ein bisschen hochpreisiger, muss ich sagen, aber trotzdem, es lohnt sich alleine wegen der View. Viewpoint Nummer 3 befindet sich quasi direkt an der Ringstraße und nennt sich Lampnei. Nagelt mich nicht fest, bitte. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ansonsten blende ich euch den richtigen unterhalb hier ein. Der befindet sich, wie gesagt, direkt neben der Ringstraße. Hier hat man auch einen wunderschönen Ausblick. Er ist allerdings tagsüber ein bisschen überlaufen, aber trotzdem lohnt sich die Aussicht. Machen wir weiter mit Nummer 5 unserer Highlights und zwar den wohl berühmtesten Steinen auf Koh Samui, einmal den Hin Yai und den Hin Tai, also Grandmother und Grandfather Rock genannt. Hier gibt es eine ziemlich coole Geschichte hinter den Steinen bzw. in Legende. Ich blende die euch unten in der Infobox ein, da könnt ihr euch die durchlesen. Auf alle Fälle ist das wirklich ein total schöner Platz, man sollte sich das unbedingt anschauen und der Markt, der auch daneben aufgebaut ist mit den diversen Souvenirs, mit den Snacks, die kühlen Kokosnüsse, der rundet das Ganze natürlich als Touristen-Hotspot total ab. Was wir euch hier auch noch total empfehlen können, das ist die sogenannte Rock Bar. Das ist so eine chillige Bar in die Felsen bzw. in den Baum hineingebaut. Leckere Drinks, kühle Kokosnüsse, Bier, whatever kann man hier genießen mit richtig lässiger Reggae-Musik. Kommen wir zu Highlight Nummer 4 und zwar besucht einen der wunderschönen Strände hier auf Koh Samui. Wir haben uns hier auch wieder 3 für euch rausgepickt, die unserer Meinung nach richtig schön sind. Nummer 1 ist hier der Menam Beach, der befindet sich an der Nordküste von Koh Samui. Hier sollte man auch wieder sehr früh am Tag dort sein, denn ab 10 Uhr kommen die Touristen und auch die Hotelgäste. Dort ist nämlich so ein kleines Ressort und wenn man so früh dann schon da ist, dann hat man den Strand quasi auch noch für sich alleine. Wobei man sagen muss, auch wenn man jetzt etwas später erst kommt, der Strand ist sehr lang und weitläufig und man findet sicher irgendwo ein nettes Plätzchen. Nummer 2 unserer Strandempfehlung, ganz klar der Silver Beach bzw. die Crystal Bay. Das ist mehr oder weniger so ziemlich der schönste Strand, den wir hier auf Koh Samui gesehen haben. Das Wasser ist unheimlich klar. Es ist eine kleine süße Bucht. Hier gilt allerdings auch wieder, umso schöner der Strand, klar, desto bekannter ist er auch. Und hier solltet ihr wirklich schon sehr früh da sein, denn ab 9:30 Vormittag ist hier wirklich schon teilweise so voll. Wie gesagt, ihr könnt das auch mit dem Beach Club Crystal Bay verbinden, dann habt ihr quasi eure Liegefläche wenigstens für euch alleine. Nummer 3 unserer Strandempfehlung ist Bang Mak Kham. Das befindet sich an der Westküste von Koh Samui und ist auch ein super schöner Strand, vor allem wenn man hier den Sonnenuntergang beobachten möchte. Wunderschön. Das ist noch ein kleiner Geheimtipp, also als wir dort waren, wir hatten wirklich den kompletten Strand für uns alleine. Es war niemand dort. Wirklich ein totales Highlight und vor allem, wenn man eine Drohne hat, hier hat der Sand unter Wasser so tolle Formationen gebildet, dass das wirklich absolut genial aussieht und das ist auch wirklich nur in diesem Teil der Insel. Das haben wir sonst an allen anderen Stränden auf Koh Samui nicht gesehen. Nummer 3 unserer Highlights, gönnt euch eine Thai-Massage. Je nachdem, wie schmerzhaft ihr das haben wollt, gibt's wirklich von der Sportmassage über die Thai-Massage, Ölmassage bis hin zur soften Massage, alles was das Herz begehrt. Wir blenden euch unten in der Infobox auch noch 3 unserer Favorite Salons ein. Weiter geht's mit Nummer 2 unserer Highlights auf Samui und zwar bucht euch eine Tagestour in den Angthong National Park. Wir haben diese Tour zwar von Koh Phangan aus gemacht, aber es gibt hier von Koh Samui nochmal mehr Auswahl, was das Tourangebot angeht. Eines können wir hier noch sagen, schaut, dass ihr eine Tour habt, wo nicht so viele Leute auf dem Boot sind. Also da gibt's auch wieder ganz viele verschiedene. Wir haben euch unten in der Infobox einen Link reingepackt. Wir verlinken euch auch hier oben unser Video, was wir drüber gemacht haben. Und wir können euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Es war wirklich eines unserer absoluten Highlights der gesamten Thailandreise. Kommen wir nun zu unserem absoluten Highlight, was wir persönlich auf Koh Samui gehabt haben, unserer Nummer 1, und zwar mietet euch einen Roller und erkundet diese Insel auf eigene Faust. Einfach den Wind in den Haaren zu spüren, die Vibes dieser Insel aufzusaugen und dieses Freiheitsgefühl zu spüren. Mir stellt es jedes Mal wieder die Haare auf, wenn ich dran denke. Das war einfach so schön. Diese Insel hat ganz einen einzigartigen Vibe. Wenn ihr das selbst schon mal gemacht habt, wisst ihr genau, von was ich spreche. Es gibt auch neben dieser großen Ringstraße, die einmal um die Insel geht, ganz viele kleine Straßen, die quasi menschenleer sind. Wir waren teilweise total alleine unterwegs. Wir haben dann auch einen kleinen Abstecher in den Dschungel reingemacht, haben den ein bisschen erkundet. Also wirklich genial, was man da alles sehen kann auf dieser Insel. Und so findet ihr das auf keiner Tour, auch wenn die privat ist. Was ich hier zu diesem Punkt auch noch unbedingt sagen möchte, ist, wenn ihr euch einen Roller mietet, stellt sicher, dass ihr bei einer Rollervermietung seid, die euch quasi einen sicheren Roller vermietet, wo die Bremsen funktionieren, die Lichter funktionieren, whatever. Hier können wir euch auch einen super guten Rollerverleih empfehlen. Wir haben auch drüber schon mal ein Video gemacht, das werden wir euch hier oben jetzt mal einblenden. Wir verlinken euch auch die Website unten nochmal in der Infobox. Mit diesem Rollerverleih haben wir wirklich die besten Erfahrungen in unserer ganzen Zeit hier in Thailand gemacht. Also hier waren die Roller niegelnagelneu. Wir haben qualitativ hochwertige Helme dazu bekommen. Jedes Service, wenn wir irgendwie mal ein Problem hatten, einmal war die Batterie irgendwie leer, wir hatten sofort Support und die kamen und haben uns geholfen. Passt wirklich auf euch auf, vor allem weil der Verkehr auf Koh Samui teilweise so crazy ist, und schaut, dass ihr hier einen guten Roller habt.
bevor ich nun zum letzten Punkt für dieses Video komme, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon mal auf Koh Samui wart und wenn ihr schon mal hier wart, was wirklich euer Highlight war, beziehungsweise was euer Highlight jetzt in diesem Video war. Das würde uns total interessieren. Auch welche Erfahrungen ihr vielleicht schon mit Koh Samui gemacht habt, packt es einfach in die Kommentare, wir würden das super gerne wissen. Und zu guter Letzt noch ein Goodie für euch, weil wir ja nicht nur zum Urlaub machen hier waren auf der Insel, sondern auch sehr viel gearbeitet haben, haben wir leider nicht alle Punkte auf unserer Bucketlist abhaken können, die wir gerne machen wollten. Aber wir haben euch unten in der Infobox den Google Maps Link verlinkt, wo wir die ganzen markierten Punkte drauf haben, damit ihr die vielleicht besuchen könnt. Würde uns total freuen, wenn ihr dann ein Feedback vielleicht da lassen würdet, falls ihr diese Karte genutzt habt und euch die Orte angesehen habt. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und sage Tschüss. Bis dann. Bye, bye.